Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. I'm very excited. Einen wunderschönen guten Tag und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer ganz besonderen Folge des Magazins. Besonders, das seht ihr daran, dass ich nicht im Stall eines bekannten Reiters bin oder in der Aachener Sörs im Stadion stehe, sondern mit meinem Hund hier auf meiner Couch zu Hause sitze. Die Zeiten, die sind ganz besonders und trotz allem wollten wir euch auf jeden Fall eine neue Folge zeigen und aufzeichnen. Und das Team des CHIO Aachens wäre nicht das Team des CHIO Aachens, hätten die sich nicht einfach gedacht, wir machen aus der Not eine Tugend und machen eine ganz besondere Magazinfolge. Und damit herzlich willkommen zum CHIO Aachen Digital at Home. Wir alle sind mehr zu Hause denn je. Für manche spielt sich sogar das komplette Leben zu Hause ab, wenn sie zum Beispiel Homeoffice haben. Und die Reiter machen da natürlich keine Ausnahme. Genau deshalb haben wir uns gedacht, wir nehmen die Sendung einfach mal zum Anlass und fragen bekannte Reiter und bekannte Influencer, wie sie aktuell mit der Situation umgehen. Wie verbringen sie ihre Tage? Wie können sie sich immer wieder neu motivieren? Und natürlich auch, wie arbeiten sie eigentlich in dieser Situation mit den Pferden? Den Anfang macht eine bekannte Dressurreiterin. 2012 und 2013 war sie sogar siegreich in Aachen und zwar im Deutsche Bankpreis. Und ich hoffe natürlich, dass es ihr gut geht und bin sehr gespannt, was sie uns jetzt erzählt. Helen, wie gehst du aktuell mit der Situation um? Ja, dieser Tage, sich selbst zu motivieren, war am Anfang etwas schwer, fand ich, irgendwie als der nächste Lockdown anstand und die Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde ausfiel, die Zahlen nach oben gingen und ja, das war, fand ich schon, das heißt schwierig. Wir waren gesund, uns ging es gut, wir waren in einer komfortablen Situation. Trotzdem sind wir alles gewohnt und freuen uns auf Turniere und das ist unser Alltag und unser Leben. Insofern hat uns auf jeden Fall was gefehlt. Das Schöne mit den Pferden ist natürlich, es geht immer weiter. Hat das eine Pferd einen Schritt geschafft, zum Beispiel die WM-Kandidaten, die wir hatten. Ja, dann stand halt der nächste Schritt, die nächste Stufe an, worauf man sich konzentriert und fokussiert, sodass es eben wirklich immer weitergeht, nie langweilig wird. Ich glaube, das ist wirklich das Gute in unserem Sport. Und ja, die Pferde brauchen jeden Tag Aufmerksamkeit, Pflege, haben ihre eigenen Bedürfnisse, sind verschiedene Charakteren, die es eigentlich ja, wirklich schaffen, dass es einem nicht langweilig wird. Und ich denke, so haben wir diese Zeit ganz gut überwunden. Und jetzt sieht es ja aus, als würden die nächsten Turniere doch so langsam wieder anstehen und als würde langsam das Licht am Ende des Tunnels wieder erscheinen. Ich glaube, es wird schon noch eine besondere Saison bleiben, die auch nicht so in dem Sinne ist, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Aber ich hoffe trotzdem, dass jetzt ein paar Turniere kommen, der Sport weitergeht, aber auch Corona einfach in den Griff bekommen wird und ja, wir peu à peu vielleicht unseren Alltag wieder bekommen und die Gesundheit erhalten können. Eine Sache, die wirklich jedes Pferdemädchen weiß, so viel Freude die Pferde uns auch machen, sie können auch ganz schön viel äppeln und machen richtig viel Arbeit. Je mehr Pferde man hat, desto mehr Arbeit hat man übrigens, aber für die meisten von uns gehört das ja einfach dazu. Sei es Misten, Füttern, Abäppeln, Pflegen. Wir alle machen das ja doch eigentlich sehr, sehr gerne, vor allem wenn man dann nachher auch kuscheln kann. Und ich habe es gerade schon gesagt, hat man mehr Pferde, hat man mehr Arbeit. Und eine, die mehr Pferde hat als ich, bei mir stehen ja 3, ist Saskia Meyer-Hellwig, erfolgreiche Influencerin, besser bekannt wahrscheinlich als Binnibo. Im Sommer haben wir zusammen das CHIO Aachen Digital Magazin moderiert. Aktuell ist sie aber auch sehr, sehr viel zu Hause, kümmert sich natürlich intensiv um die Pferde. Und Saskia, ich hoffe, dass es dir gut geht. Wie sieht dein Alltag denn aktuell aus? Hey, du kannst es voll gut! Es ist schon schwierig, immer positiv zu bleiben. Ich hatte auch letztes Jahr im Sommer, Spätsommer echt eine Phase, wo ich dran zu knabbern hatte. Wir haben durch Corona sehr, sehr viel Zeit geschenkt bekommen. Wir waren unfassbar wenig unterwegs. Dadurch habe ich auch das Training meiner Pferde weit zurückgeschraubt. Die wenigen Turniere, die stattgefunden haben, habe ich jetzt nicht so ins Visier genommen. Bin jetzt aber dabei, an den Basics zu arbeiten und mich auf die hoffentlich kommende Turniersaison vorzubereiten und vor allen Dingen auch viel an mir und meiner
Reiterei zu arbeiten, dass ich korrekt auf meinen Pferden sitze, weil sowas ist auch wirklich etwas, was ich immer vor mir hergeschoben habe, nie die Zeit gefunden habe, mich damit auseinanderzusetzen, zur Physio und Co. zu laufen, und deswegen nutze ich die Zeit aktuell und arbeite viel an mir und meinem Sitz. Kommt ja nicht drum herum, und das Leben ist leichter, wenn man es alles mit ein bisschen Freude nimmt und sich die schönen Dinge des Tages immer rauspickt, und deswegen bleiben wir positiv und haben immer wieder kleine neue Ziele, die wir angehen, Veränderungen im Stall, die wir vornehmen, neue Schränke einrichten und mit den Pferden neue Dinge ausprobieren, und das ist so etwas, was uns bei Laune hält. Unser Stallalltag hat sich nicht groß verändert durch Corona. Wir sind eine kleine Stallgemeinschaft, die sowieso als Selbstversorger agieren und auch vorher schon eingespielt waren. Wir sind auch nur so eine kleine Gruppe, dass wir Gott sei Dank uns nicht an enge Zeitslots halten müssen. Es entzerrt sich von alleine immer. Der eine Teil ist morgens da, die anderen sind über Mittag, Nachmittag da und der Rest ist dann gegen Abend da. Und so haben wir das große Glück, dass wir da ein bisschen die Freiheit noch haben und nicht dieses ganz strenge, ich kann von dann bis dann in den Stall fahren und darf sonst irgendwie meine Pferde nicht sehen. Das ist natürlich etwas, was uns ein bisschen auch Normalität noch gibt, und da sind wir auch sehr, sehr froh drüber. Neben all den Einschränkungen und negativen Dingen, die Corona mit sich bringt und die Corona-Zeit mit sich bringt, muss ich aber für mich auch sagen, dass ich festgestellt habe, dass es auch positive Dinge hat, denn ich schätze Kleinigkeiten viel, viel mehr wert. Ich stehe im viel engeren Austausch mit meinen Freunden und die Zeit läuft nicht so schnell an einem vorbei. Auch wenn ich mit meinen Pferden kleine Fortschritte mache, dann haben sie irgendwie viel mehr Gewicht, als ich ihnen wahrscheinlich vor 12 Monaten zugeschrieben hätte. Und dieses kleine Glück auch wahrzunehmen, das finde ich, ist ein positiver Aspekt dieser doch sehr ungewohnten und eingeschränkten Zeit. Unser Weihnachtsspecial voll auf die 12 hat euch richtig gut gefallen. Dabei waren ja die zwei Top-Voltigierer Justin von Gerven und Tommy Brüsewitz, und das war wirklich ein voller Erfolg. Also außer für Tommy, weil der hat im Duell ja definitiv den Kürzeren gezogen. Aber er bekommt heute eine neue Chance. Und zwar lassen wir die beiden Kartenhäuser bauen. Sie haben 45 Sekunden Zeit, und wer am Ende der Zeit das größere Kartenhaus hat, der hat gewonnen. Schauen wir mal, wie die beiden sich heute anstellen werden und wer das Rennen dann macht. Tommy, Justin, seid ihr bereit? Also bereit sein würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich hoffe, Justin geht's genauso. Mich wundert es zwar immer noch, dass Tommy ein Kartenspiel hat, aber alles klar, ich bin bereit. Super, dann los geht's. Kann nicht schlechter so sein. Mann, ey. Ja! Ja, Justin, ich glaube, das üben wir nochmal, oder? Oh Gott, ja, wir waren ja wirklich furchtbar schlecht. Das ist auch der Grund, warum wir keine Pferde einflechten. Das würde dann erstens so lange dauern und zweitens sähe das wahrscheinlich auch so schrecklich aus wie diese Kartenhäuschen, die wir da fabriziert haben. Hab nur ich das Gefühl, oder müssen die beiden das noch ein klitzekleines bisschen üben? Aber wir haben demnächst sicherlich auch noch eine neue Challenge für die beiden parat. Wobei üben eigentlich ein gutes Stichwort ist. Aktuell sind die Zeiten natürlich schwierig, aber generell üben wir Reiter auch im Winter, wenn die Saison nicht voll in Gange ist, bei Wind und Wetter und eben auch bei diesen Bodenverhältnissen.
Da können sich die glücklich schätzen, die eine Halle haben. Ich habe hier in Ponyhausen leider keine. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich aktuell sehr, sehr viel ausreite. Und da stellt sich mir die Frage, wie machen denn das die Vielseitigkeitsleute generell mit ihren Buschpferden? Reiten sie dann viel in der Halle oder gehen sie trotzdem ausreiten? Trainieren sie draußen oder drinnen? Und wen könnte man da besser fragen als eine der erfolgreichsten Vielseitigkeitsreiterinnen Deutschlands, Ingrid Klimke. Ingrid, wie sieht es bei dir denn aus? Wie sieht euer Alltag aktuell aus? Und trainierst du die alten Hasen, zum Beispiel wie Bobby, anders als die jungen Nachwuchspferde? Was machen Bobby und ich denn so im Winter? Bobby kann ja lesen und schreiben, sodass bei uns das Ausreiten und der Spaß im Vordergrund steht. Dass er konditionell natürlich fit bleibt und vor allen Dingen ganz viel Freude hat. Und wir besuchen natürlich auch zwischendurch unsere Freunde, die hier auf der Wiese stehen und auch mit den Tannebäumen hier draußen sich einen schönen Tag machen. Komm Bobby, weiter geht's. Damit Bobby natürlich locker und geschmeidig bleibt, machen wir regelmäßig Cavaletti-Arbeit und haben einmal die Cavaletti hier im Maulloch, dann natürlich oben immer im Schritt, am liebsten im Trab auf der Zirkellinie. So sieht unser Arbeitsplatz aus. Die jungen Vielseitigkeitspferde müssen im Winter mehr arbeiten, zum Beispiel Cascamara. Sie ist gerade eifrig dabei, den Wechsel zu lernen, damit der fliegende Wechsel sitzt. Und da haben wir natürlich jetzt bis März noch Zeit, den sorgfältig zu üben. Außerdem springen wir regelmäßig und fahren auch zu den ersten Springturnieren, um im Parcours die nötige Sicherheit zu haben, die wir dann später in der Vielseitigkeit im Abschlussspringen brauchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seien wir doch mal ehrlich, wenn man schon mal die Chance hat, Insights von Ingrid zu bekommen, die Gelegenheit nutzt man, oder? Deshalb, liebe Ingrid, eine nicht fertige Frage. Wenn du den ganzen Tag draußen warst, im Schlamm, im Dreck, die Stiefel dreckig sind, wer putzt denn die bei dir? Wenn ich meine Stiefel aus der Stiefeltasche hole, dann sehen die immer so aus. Ich habe nämlich das Glück, dass ich von meinem Team verwöhnt werde in Sachen Stiefelputzen. Da kann man nur eins sagen, oder? Läuft bei dir, Ingrid. Ich probiere das Ganze jetzt aber auch mal aus. Team? Ist ja gar keiner da. Wobei ich sagen muss, dass mir sonst auch keiner die Stiefel putzt. Obwohl ich den Service schon echt gut fände und ich glaube, er auch. Max Hauenhorst, er ist Nachwuchsspringreiter, aber auch er putzt seine Stiefel noch selber. Dafür wird ihm aber eine andere Ehre zuteil. Er ist Teilnehmer beim CHIU Aachen Campus Exzellenzprogramm. Dort werden Nachwuchsreiter gefördert und unterstützt und er durfte auch schon mit Weltmeister Jos Lansing trainieren. Aktuell findet das Ganze aufgrund von Corona natürlich nicht in Aachen statt. Stattdessen gibt es Hausaufgaben und wir sind gespannt, wie Max die umsetzt. Max, denk doch mal. Also mir hat Jos mitgegeben, dass sie ein bisschen an Tareks Losgelassenheit im Parcours arbeiten sollen und einfach, dass sie die Sprünge locker abwickelt. Ich freue mich über die Möglichkeit, am Exzellenzprogramm in Aachen teilnehmen zu dürfen, weil es ja immer was ganz Besonderes mit so einem erfolgreichen Reiter wie Jos zu trainieren, der selbst auch schon Weltmeister wurde. Ja, und ich glaube, da kann man viel lernen und sich einfach viel abgucken. Also die Einzelsprünge mit Stange vor und dahinter habe ich gemacht, damit Tarek einfach locker bleibt und dann für den Parcours nachher die nötige Losgelassenheit hat. Und die Reihe bin ich gesprungen, damit er Kraft hat, ja, und einfach in jetzt der Zeit ohne Turnier, dass er auch einfach in Form bleibt und falls dann doch schnell wieder losgehen sollte, wir in Form sind.
Was für viele vielleicht ein bisschen feucht aussieht und ein bisschen nach Unsinn, ist eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit, sich mit Pferden zu beschäftigen. Bodenarbeit, Tricktraining macht nicht nur den Pferden, sondern auch den Menschen Spaß und stärkt vor allem die Verbindung. Einer, der dafür auf Social Media total bekannt ist Jesse Drent. Und unsere liebe Christine Rösch hat mit ihm einmal gesprochen, wie es da eigentlich zu gekommen ist. You are one of the most successful equestrian influencers worldwide, so I guess many people know you, but for those who don't know you, maybe you could tell a little bit about yourself. Okay, well, thank you very much. First of all, for having me. I'm very excited. It's actually my first Zoom call ever. I never knew how it worked, but now I'm on Zoom too. Yeah, I kind of my main thing, I think what I do is that I, of course, share my life with horses, but I really like riding and everything, but I do mainly trick training. And I think that is what is a little bit different than what I do than to what other people do. So trick training is that you teach your horse all sorts of tricks, but you want to be positive with them. I ride bidlers and on neck rope and these kind of things. You are from a country that is very well known to be very successful at dressage riding, right? So that would be kind of typical. How do you get trick training? Who inspired you? It was actually more that I had my first pony, Andorra, and I was 12 years old when I got her, and I just came from the riding school. So I was really happy, but she's an Arabian. And at one point, everything went wrong and I couldn't ride anymore. Then I was always on the floor. So at one point, I was a bit scared to ride. And she just told me no, that she didn't want it how I did it. So I started doing some tricks because, of course, I didn't want to sell her. So I just saw something. Sorry? Wow, you can't think of that now. She's your once-in-a-lifetime horse, right? Yeah, for sure. Yeah, I would never sell her. She is now, I have her now for, I think, nearly 13 years. Wow. But with her, everything started because she started saying no. Of course, in that moment, you don't like it. But looking back at it now, it is very good that it happened because it made me search for another way of working with your horse. Because I did with her also competitions and I did with a lot of young horses competitions. But still, this way of working really helps me to understand the horse better. Have you ever been to the CIO Aachen before? I've been there one time with a friend of mine when there was the Mustang makeover. Yeah. Yeah, so then I've been to the place. So you know the place. If you had the chance to do whatever on the CIO Aachen grounds, what would you do? But I think what would be really cool is because it's such a huge arena, to do a show with my Andalusian horse and with spotlights and nice music, that would be really cool. Yeah. If you should ever do that, please take us with you on your socials. Oh yeah, please. No, I would really want to do that. Wer weiß, vielleicht werden wir Jessie ja tatsächlich mal im Rahmenprogramm in Aachen sehen. Eine, die wir dort garantiert zu sehen bekommen werden, nicht im Rahmenprogramm, sondern im Springstadion, da bin ich mir sehr, sehr sicher, das ist die amtierende deutsche Meisterin Finja Bormann. Wir haben Finja gebeten, uns doch mal in ihren Corona-Alltag mit den Pferden mitzunehmen, und zwar im Elmgestüt Drei Eichen. Dort ist sie als Bereiterin beschäftigt und hat eine ganze Menge toller Pferde zu reiten. Ich bin ja in der privilegierten Situation, Berufsreiterin zu sein und dadurch halt eben auch meinen Alltag, so gut es geht, normal weiterführen zu können. Und deswegen kommt jetzt mal mit, ich stelle euch meine Pferde vor. Das hier ist Brisbane. Brisbane ist eine 14-jährige Stute, die schon bis 1,50 Meter international gewonnen hat. Und wir haben auch ihre Tochter hier bei uns im Stall. Das hier ist Clippo. Clippo ist 13 Jahre alt und ich reite ihn jetzt seit circa einem Jahr. Wir haben beide schon jetzt bis 1,50 Meter gewonnen, auch das Finale vom U25 Springpokal, und hoffen, dass wir diesen Titel im nächsten Jahr in Aachen verteidigen können. Das ist Lightning ET. Sie ist die Tochter von Brisbane, ist 10 Jahre alt und hat bis 1,40 Meter gewonnen. Das ist Sally. Sally ist 10 Jahre alt und ist meine kleine Prinzessin im Stall. Eigentlich immer, wenn man sie mitbekommt, dann kann man damit rechnen, vorne platziert zu sein, weil sie einfach eine schnelle Biene ist. Und ja, ich freue mich auf die Saison mit ihr. Ja, und das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Das hier ist A Crazy Son of Lavina, mein treuer Begleiter seit mittlerweile 10 Jahren.
Er ist jetzt 15 Jahre alt und mit ihm konnte ich meine größten Erfolge feiern, zuletzt jetzt den Gewinn der Deutschen Meisterschaft der Damen. Läuft insofern für mich eigentlich nicht anders, dass ich meine Pferde weiterhin fit halte, weiterhin arbeite, weiterhin springe, versuche Abwechslung in ihre Arbeit zu bringen und auch mein Training mit meinen Trainern Meredith und Markus ist so ein bisschen angepasst. Sie sind gerade in Florida, in Wellington und dementsprechend machen wir viele Videos und telefonieren dann und diskutieren. Ich bekomme Tipps von ihnen. Und auch mein Vater kommt jetzt in dieser Zeit und unterstützt mich. Dadurch, dass in Niedersachsen eben auch noch Einzelunterricht erlaubt ist, bin ich da in einer sehr glücklichen Situation. Ich plane jetzt gleich den nächsten Tag hier an unserer Tafel. Ich bin heute 8 Pferde geritten und ja, morgen wird es bei uns wieder wie immer um 7 Uhr losgehen. Ich fange dann an zu reiten, die Pferde bekommen Rauffutter, Kraftfutter werden gemistet und über den Tag verteilt werde ich dann 8 bis 9 Pferde reiten und die Pferde versuchen wir aber auch weitere 2 oder 3 Mal am Tag rauszubekommen, sei es laufen lassen, auf unsere Therapie- und Vibrationsplatte zu stellen, in die Führmaschine, aufs Paddock zu reiten oder zu longieren. Wow, also ich ziehe meinen Hut, jeden Tag 8 bis 9 Pferde managen, bewegen, versorgen. Das ist eine ganze Menge Arbeit. Ich habe mit meinen 3 schon genug zu tun. Und sie sagt ja auch, viel Zeit für anderes bleibt da nicht. Aber sie verrät uns auch, dass Corona einen kleinen Nebeneffekt hat, den sie durchaus zu schätzen weiß. In meiner Freizeit kann ich jetzt durch Corona meinen Freund mehr sehen als normalerweise. Wir fahren natürlich sonst auch viel zusammen auf Turniere, aber jetzt halt eben auch mal die Zeit zu Hause genießen, ist besonders schön. Und ich versuche jetzt auch mein Studium zu Ende zu bringen. Dadurch, dass das jetzt eben auch online stattfindet, ist das für mich super praktisch, dass ich nicht zur Uni gehen muss und anwesend sein muss. Und ja, in der Hoffnung, drückt mir die Daumen, nächstes Sommersemester bin ich fertig. Fürs Studium und natürlich auch für die reiterliche Laufbahn drücken wir feste die Daumen, liebe Finja, und wir hoffen, dass wir dich dieses Jahr in Aachen sehen. Von einer jungen Dame zu einer noch viel jüngeren Dame, die sogar schon mal in Aachen reiten durfte. Zwar nicht beim CAIO, aber beim Bloggertreffen. Die Rede ist von Lia und Alfie, wobei Lia die Zweibeinerin ist und Alfie der Vierbeiner und zusammen machen sie Social Media unsicher. Aktuell steht aber vor allem die Schule im Vordergrund und da natürlich auch Homeschooling. Und Lia, sag mal, wie kriegst du Homeschooling, den Alltag mit den Ponys, den Stallalltag, eigentlich alles unter einen Hut? Moin Annika, ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, denn das ist ja bei echt vielen derzeit so. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie mein Tag so derzeit aussieht. Ich bin in der 10. Klasse und deshalb habe ich morgens Homeschooling. Wir haben dann in manchen Fächern eine Videokonferenz oder bekommen einfach ganz normal Aufgaben und die erledige ich immer morgens. Nach dem Unterricht esse ich dann natürlich erstmal Mittag und danach geht's mit den Hunden raus. Ich habe mir jetzt meine Reitsachen geschnappt und jetzt fahren wir auf zu den Ponys. Im Stall angekommen begrüße ich jetzt erstmal meine Ponys. Das ist Alfie, mein Dressurpony, und mit ihm reite ich bis Pony FI. Das hier ist der kleine Dobby. Er ist in allen 3 Disziplinen unterwegs. Er ist jetzt 7 Jahre alt und 5-jährig konnte ich mit ihm beim Bundeschampionat im Springen teilnehmen. Das ist Nemo, den haben wir jetzt circa 1 Jahr und mit ihm bin ich auch in allen 3 Disziplinen unterwegs. Und hier ist der Rocketman, den haben wir jetzt etwa 3 Jahre. Und als ich ihn bekommen habe, bin ich mit ihm erst E-Spring geritten und jetzt haben wir uns schon bis M-Spring hochgearbeitet. Dann schnappe ich mir das erste Pony, denn die müssen ja trotz Corona bewegt werden und den mache ich jetzt zum Reiten fertig.
Und so mache ich jetzt weiter und jetzt wird der nächste geritten. So, ich sitze jetzt auf Doggy und Mama auf Rocky, denn Mama ist ja auch Reiterin und deswegen hilft es mir auch jeden Tag. Als letztes bewege ich jetzt noch den Alfie und der wird heute longiert als Abwechslung mal. Die Ponys sind jetzt alle bewegt und jetzt geht's ans tägliche Ausmisten. So, wir sind jetzt aus dem Stall zurück und so oder ähnlich sieht mein Tagesablauf derzeit aus. Und ja, genau, jetzt gehe ich rein ins Haus, wärme mich auf und genieße den Abend mit meiner Familie. So viele tolle Einblicke von Lia und unseren anderen Gästen. Also ich könnte eigentlich ewig so weitermachen, aber ihr seht, ich stehe in meinem Wohnzimmer und das heißt, wir nähern uns leider dem Ende der heutigen Sendung. Aber es wird ja auch eine nächste Folge des Magazins geben und da werden wir tatsächlich wieder genau hier sein in meinem Stall in Ponyhausen. Und das Schöne ist, ihr könnt die nächste Sendung komplett mitgestalten, denn wir sind neugierig. Was interessiert euch? Möchtet ihr irgendwas Spezielles über Ponyhausen wissen? Was sollen wir euch zeigen? Ab damit in die Kommentare und dann gestalten wir die nächste Folge mit eurer Unterstützung. Ansonsten würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr die heutige Sendung liked, wenn ihr uns einen Kommentar dalasst und wenn ihr abonniert. Und wenn ihr mögt, dürft ihr das Ganze auch gerne euren Freunden und eurer Familie erzählen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund, passt gut auf euch auf und wir sehen uns in wenigen Wochen wieder hier in Ponyhausen. Bis dahin macht's gut. Tschüss.